Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast von Madame Fogana. Heute mit einer Sonderfolge aus Kenia. Ihr werdet es nicht glauben, ihr wundert euch wahrscheinlich schon, warum ich so eine dicke Jacke anhabe, aber hier ist echt kalt. Und ich habe einen ganz, ganz spannenden Gast mitgebracht, der auch der Grund ist, warum ich mit Victor hier in Ghana, seht ihr, ich vertue mich, in Kenia bin. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Jetzt möchte ich euch gerne erstmal den Konstantin vorstellen. Vielleicht machst du das mal selber. Wer bist du und was machst du hier? Dann erstmal ein ganz herzliches Jumbo hier aus aktuell Kilgoris in Kenia. Mein Name ist Konstantin, für die meinen ganzen Namen wissen wollen, Konstantin Kölmel. Und ich habe zusammen mit Freunden die NGO Liberating Education Organization gegründet, mit der wir das Ziel haben, tertiäre Bildung, also alles, was nach dem Abitur kommt, in abgelegene Gebiete zu bringen, die sonst keinen Zugang haben und wo die jungen Menschen eben keine Möglichkeit haben zu studieren. Und das machen wir zusammen mit einigen Unis aus der ganzen Welt und da werden wir jetzt, denke ich, gleich noch ein bisschen erzählen, euch auf die Reise mitnehmen. Und gerade sind wir in Kilgoris, ein ländliches Gebiet Kenias. Wir sind ungefähr 7 Stunden aus Nairobi hierher gefahren über Stock und Stein und haben aber hier eine sehr schöne Zeit. Das ist nämlich im Maasai-Gebiet, da ist ganz viel Kultur, auch eine ganz herzliche Tribe hier in Kenia, mit der wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten und sind jetzt aktuell gerade hier unser Hybrid-Center Nummer 5 einzurichten. Ja. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was Madame Fogana in Kenia macht. Keine Sorge, wir sind Madame for Kenia auch, aber uns geht es jetzt nicht darum, das Land zu wechseln, sondern es ging darum, dass der Konstantin mich über einen gemeinsamen Freund kontaktiert hat. Und ihr kennt ja Madame Fogana, wir sind ganz groß in der Bildung, allerdings in der tertiären Bildung noch nicht so weit wie die Organisation von Konstantin. Und wir haben uns dazu entschieden, die Jungs hier mal zu besuchen. Wir blenden euch auch gleich mal ein paar Bilder ein, was die hier so machen, um zu lernen und mal zu schauen, wo es Schnittmengen gibt, wo man schauen kann, was wir von ihrem Ansatz in Ghana implementieren können. Vielleicht, Konstantin, erklärst du mal in einigen wenigen Sätzen, was das Kernanliegen eurer Organisation ist und nach dem Kernanliegen vielleicht, wer ist die Zielgruppe? Diese beiden Sachen. Genau. Wieso haben wir das überhaupt gestartet? Wir sind alles junge Leute bei uns im Projekt, die eben sehr effizient und sehr innovativ Challenges angehen wollen. Und wir haben uns eigentlich immer überlegt, wieso können andere Menschen nicht studieren? Wieso haben junge Menschen in anderen Regionen der Welt keinen Zugang? Und was ist auch das Problem, das irgendwo hinter der Landflucht mitsteckt? Da gibt es natürlich sehr viele Faktoren. Auch das Klima ist ein großer Faktor. An dem Rädchen können wir als kleine junge Leute relativ wenig drehen. Aber wir können bei der Bildung was tun. Und Bildung ist ja schon so mit der effektivste Weg, langfristig zu helfen. Du säst einen Samen und dieser Samen wächst nachher zu einem großen Baum. Und jede Person selbst hat dann wieder die Möglichkeit, andere wieder damit anzustecken. Das ist wie so ein Feuer, das sich verbreitet im Positiven. Und wir haben uns die Frage gestellt, hey Mensch, das funktioniert mit der sekundären Bildung, also quasi mit dem bis zum Abitur, doch in manchen Regionen schon relativ gut. Hier in Kenia über 80%, die das auch erreichen und das auch auf einem ordentlich guten Niveau. Und danach ist aber für die meisten kein weiteres Angebot. Selbst also im landesweiten Durchschnitt, die großen Städte mit eingerechnet, sind das halt ganz geringe Zahlen. Ich glaube, für Gesamt-Subsahara-Afrika 7%, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, im Vergleich zu einem relativ doch ordentlich hohen Level an sekundärer Bildung. Und das Ding ist halt, niemand geht tertiäre Bildung an. Nicht die großen Organisationen, nicht die Bildungsfonds, nicht die UN, nicht sonst wer. Und das war bisher auch teuer. Bau mal eine Uni, stell 40 Professoren ein, krieg überhaupt die Bildungsqualität, das Know-how in diese Region. Und so haben wir uns eben überlegt, wie kann man das anders machen? Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, wir haben in der Corona-Zeit eben alle online studiert und es ging doch ganz gut und haben uns eben gefragt, hey Mensch, das funktioniert ja irgendwie nicht so. Es gibt zwar Online-Bildung, es gibt auch Online-Unis, aber die kommen nicht an. Woran fehlt's?
Und es fehlt halt an einem Ort, weil ich im Schlafzimmer meiner Eltern, oder in kleinen Häuschen, das ich mir teilen muss mit meinen Verwandten, das ist kein Ort zum Lernen. Selbst wenn ich ein Smartphone mit Internet habe, da lernt sich's nicht. Und so sind wir mit dem Konzept eben dieser Hybridcenter, das wir sicher gleich noch erläutern werden, aufgekommen. Und was ist unsere Zielgruppe? Es sind eben junge Menschen, die schon eine Chance hatten, sekundäre Bildung zu bekommen, bis zum ordentlichen Level. Die müssen auch Englisch sprechen können. Das tun hier in Kenia aber wirklich über 90% auf einem sehr guten Level, das wunderbar ausreicht für solche Kurse. Und diesen jungen Menschen, die es eben geschafft haben, Bildung zu erlangen, in abgelegenen Gebieten, denen wollen wir eine Perspektive geben, dass sie eben nicht in die Großstadt gehen müssen, wo die Unis super teuer sind, auch hier, wo die Familien sich super verschulden und das Geld nachher auch nicht reinkommt, weil selbst in den Großstädten die Jobs so nicht vorhanden sind. Und wir wollen eben da eine Perspektive schaffen, auch mit einem Entrepreneurship-Ansatz, mit einem wirklich Hilfe zur Selbsthilfe, analysiert eure lokalen Probleme, packt die hier an, gebt Gas und dann haben wir halt auch eine Perspektive, hier Möglichkeiten zu schaffen und einfach ja, jungen Menschen diese Opportunität zu bringen, dass sie selbst bestimmen können, was sie mit ihrer Zukunft machen wollen, dass sie selbst diese Lerninhalte erlangen können und dass sie auch ihre Region selbst voranbringen können. Ja. Eine unserer Kernaussagen ist ja, Bildung ist der Schlüssel zum selbstbestimmten Leben und ich denke, da haben unsere beiden Organisationen wirklich eine sehr, sehr große Schnittmenge und wir sind eben jetzt hierher gekommen und wirklich vor Ort mal zu schauen, wie man tertiäre Bildung in eine Umgebung bringen kann, in der es in Anführungsstrichen gar nichts gibt. Also wir reden von kein Internet, was für Online-Bildung ein absolutes Muss ist und eben zu schauen, was kann man an der Lokalität, wie du das gerade besprochen hast, eben bei uns in Ghana machen. Also alles, was der Konstantin mit seinen Leuten und seinen lokalen Leuten hier in Kenia macht, gucken wir uns an und wollen es adaptieren und das rausnehmen, was wir davon in Ghana benutzen können. Weil wir sind zwar auf dem gleichen Kontinent, aber es gibt wahnsinnig große Unterschiede, an solche Sachen heranzugehen. Und wenn wir in Ghana von Universitätsbildung sprechen, ist das wie bei euch in Kenia wahnsinnig teuer, nicht lokal nah dran und wir wollen ja die jungen Leute, die es schaffen, wirklich ein Studium zu machen, im Land halten. Das ist genau auch euer Ansatz. Also klar, wir beide kommen aus Deutschland und wir sagen, ja, wir brauchen Fachkräfte, ja, die brauchen wir aber auch hier. Da ist natürlich jetzt ein bisschen Conflict of Interest, aber deine Organisation in Kenia und wir in Ghana setzen uns dafür ein, dass die jungen Leute in ihrem Land bleiben. Nicht aus Muss und aus Zwang, sondern einfach, weil sie so gut ausgebildet sind und ein gutes Leben führen können und auch wollen. Und da schauen wir eben, was gibt es für Schnittmengen. Vielleicht kannst du uns jetzt nochmal im nächsten Schritt erklären, wie ihr euer erstes Projekt gefunden habt und wie ihr das genau aufgebaut habt. Vielleicht kannst du schauen, dass das wirklich so zusammenfasst, dass wir vielleicht nicht ganz so lange brauchen, aber so, dass du uns die Kerninhalte vermittelst und dann kann ich vielleicht mal darauf eingehen, wie man sowas dann in Ghana machen könnte. Also wir sind eine ziemlich junge Organisation und wir hatten auch schon einige davor eben Projekte in Europa gemacht, auch Flüchtlingshilfe und haben uns eben gedacht, wie können wir an den Ursachen was bewegen und sind relativ schnell auf die Bildung gekommen. Wir haben ja alle selbst gute universitäre Bildung bekommen können und haben da analysiert, wo muss man anpacken und sind relativ schnell eben darauf gekommen, dass man da einen hybriden Ansatz schaffen muss. Wir hatten den Ansatz auch gar nicht direkt auf Kenia gemünzt. Wir sind auch nie irgendwie mit dem Finger auf der Landkarte hoch und runter gefahren, haben uns überlegt, wo könnte man denn auflaufen? Im Endeffekt haben wir zuerst den hybriden Ansatz entwickelt als generelle Innovation und hatten aufgrund einer anderen Hilfsaktion, Flüchtlingshilfsaktion, die Möglichkeit, bei der UN in New York zu sprechen. Und da durfte ich vor über 2 Jahren eben berichten über ein anderes Projekt. Ich dachte mir, diese Chance bekommst du als junger Kerl nicht nochmal im Leben. Die musst du nutzen. Da erzählst du jetzt nicht nur irgendwelche alten Schinken, sondern halt willst du eine Innovation vorstellen. Und das hat dort einige Leute begeistert, zum Beispiel den kenianischen UN-Botschafter Kimani damals, der da auch Sicherheitsratsvorsitzender war, der sagte, hey, kommt doch nach Kenia. Wir würden das super gerne bei uns probieren. Kommt vorbei, wir sind da offen, wir haben da Lust drauf, ihr seid hier herzlich willkommen.
Das war dann auch nachher wirklich so. Und zufälligerweise ein anderer Delegate aus USA hatte selbst schon eine NGO hier in Kenia und hat da Projekte eben auch in abgelegenen Gebieten, unter anderem hier im Maasai-Gebiet gemacht. Und da hatten wir einen Perfect Fit, hatten dann 2, 3 Online-Meetings, auch mit dem Emmanuel, der jetzt auch hier unser 5. Center mit unterstützte, der eben beim 1. Center schon mit dabei war. Und haben gesagt, wir wollen das gemeinsam angehen. Wir wollten es aber nicht einfach aus unserer europäischen Brille angehen und sagen, wir laden jetzt den Bildungsrestmüll aus Deutschland aus und schießen 3 nette Fotos und machen uns die Hände nicht schmutzig, steigen wieder ins Flugzeug und sagen, super, haben wir es gemacht, klopfen uns 3-mal auf die Schulter und machen noch einen Presseartikel, sondern wir haben eben gesagt, wie können wir denn die Bildung wirklich so machen, dass es die jungen Leute vor Ort brauchen. Und da haben wir zuerst natürlich gedacht, naja, so ein volles Bachelorprogramm wäre ja super toll, hatten dann mit dem Kimani gesprochen, aber auch mit den Schülern vor Ort, die quasi von der Highschool abgehen, mit Studenten aus dem Land, mit Professoren, mit Lehrern, mit Eltern, eben querbeet, auch schon im Vorhinein online. Und sind relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass die Leute sich nicht alle das leisten können, dass man 3 Jahre studiert. Und so sind wir mit einem relativ schnellen Programm gekommen, mit dem Entrepreneurship-Ansatz, eben Handwerkszeug, wie kann ich meine Challenges in der Region selber angehen, mit ganz viel Fach-Know-how, Coding, Agrikultur, Sustainable Energy, ganz viele Dinge, die man eben braucht, um dann nachher mit diesem Handwerkszeug auch wirklich Fachwissen zu haben. Und so haben wir ein relativ effizientes Programm geschaffen. Mhm. Für uns ist dann natürlich interessant einmal der Zeitfaktor, den du jetzt gerade als letztes erläutert hast, dass eben auch in Ghana junge Menschen nicht so lange Zeit haben, nicht so viel Geld haben und ihre Städte nicht verlassen können oder wollen, weil das auch ein Kostenfaktor ist. Und euer Ansatz schafft quasi Abhilfe bei all den 3 Problemen, die gelöst werden, so dass das, wenn ich das nochmal zusammenfasse, eben lokal ist. Das heißt, sie können, sagen wir mal, zumindest in ihrer Region oder näheren Umgebung bleiben. Als zweites ist der Kostenfaktor, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Und als letztes eben, was sie studieren können und was sie sich an Wissen aneignen können. Dass es eben kein Programm ist, das von, ich sage jetzt mal, der westlichen Welt irgendwie entwickelt wurde und hier bei euch in Kenia, in Ghana, aber das können wir sicherlich auch für andere afrikanische Länder sagen, um mal hier auf dem Kontinent zu bleiben, dass es keinen Sinn für sie macht. Sie müssen ja ein Wissen vermittelt bekommen, was ihnen hier vor Ort, bei uns vor Ort, bei euch vor Ort einfach hilft. Geh doch mal konkret auf euer erstes Projekt ein. Wie viele Computer, wie viel IT-Equipment habt ihr da zur Verfügung gestellt? Wo war das? Und wie viele junge Leute sind da jetzt zum Beispiel gerade in dem Programm? Genau, also wir haben pro Center immer ungefähr 30 Computer. Das ist so einfach, was auch in den Raum passt, der ungefähr Klassenzimmergröße hat, was man überschauen kann, was man betreuen kann. Die Centers sind immer relativ lokal eben, dass man die aus der Region erreichen kann. Wir haben manche Center an Schulen angedockt, wie unser erstes Center, weil wir gesagt haben, das ist der Ort der höchsten Bildung in diesen Regionen, lass uns da starten. Dann haben wir auch gleich die Absolventen der Highschools als Students. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Jetzt gerade hier richten wir unser erstes Stand-Alone-Center wirklich mitten in einem Ort hier ein, das eben nicht an eine Schule angedockt ist. Aber auch da sehen wir einiges an Chancen. Wie viele Students sind da? Ja, immer so 30 Computer und die minimale Zeit, die man studieren sollte, sind wirklich 3 Monate. Das ist das Minimale, das man einfach braucht, um diesen Entrepreneurship-Grundkurs zu machen und so ein paar Fachskills mitzunehmen. Selbst wenn ich schon Fachskills habe und schon irgendwie Carpenter bin oder andere handwerkliche Dinge gelernt habe, dann kann ich ja trotzdem diesen Entrepreneurship-Kurs machen, um eben zu wissen, wie kann ich es vermarkten, wie mache ich eben nicht dasselbe wie alle anderen. Ja. Und deswegen 3 Monate mindestens und dann haben wir immer eben Kohorten von mindestens so ungefähr 30 Students. Plus, minus, kommt ein bisschen auf die Raumgröße an. Und alle 3 Monate gucken wir auch, dass wir eine neue Kohorte haben und die dürfen sich auch gerne überlagern. Die alten Students dürfen quasi weiter hinkommen und zusätzliche Wahlmodule machen. Der erste Kurs wird natürlich am engmaschigsten betreut. Das heißt, da haben wir verschiedenste Professoren aus aller Welt, die sich live zuschalten, Tutoren, die sich kümmern, vor Ort natürlich auch Lehrer, die sich kümmern und eben diese Remote-Kurse auch von wirklich internationalen Top-Unis aus USA und Deutschland. Also wenn ich das zusammenfasse, könnten wir uns in unserer Zusammenarbeit 2 verschiedene Modelle vorstellen. Einmal so ein Stand-Alone-Center.
zu diesem Podcast gibt es dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen, sicherlich bei euch und bei uns, zeigen wir euch nochmal ein paar Videos und so. Die hämmern hier auch hinter uns fleißig, deswegen, das hört ihr vielleicht. Also wir sind mittendrin. Ich kann nur die Kamera jetzt nicht bewegen. Wir haben das hier so schön eingerichtet. Also ein Stand-Alone-Center, das bedeutet wirklich die Uni vor Ort in einem Raum. Und das Zweite ist, und das ist eben für uns in Ghana auch sehr interessant, angedockt an eine vorhandene Schule, zum Beispiel also an eine SHS, das ist eben die Sekundarschule, könnt ihr mit dem deutschen Abitur vergleichen. Oder aber, du hast es schon erwähnt, wenn einer Carpenter ist, also wenn einer schon Schreiner ist und sich weiterbilden will und eben nicht nur also nur ist jetzt nicht schlimm, ne, Holzarbeiten sind auch gut, aber wenn der eben weitermachen will, dann kann der durch diesen Kurs, wenn wir zum Beispiel so eine hybride Uni an ein Vocational Center anbinden, kann der da dann gleich vor Ort weitermachen, weil er ist ja auch schon da und macht da er oder sie seine Ausbildung, sodass man sagen könnte, dass das 2 Möglichkeiten sind, die wir in Ghana mit euch umsetzen können. Vielleicht eben für unsere Zuschauer, jetzt hast du ja vorgestellt, was ihr generell so hier macht, eben für die Leute, die jetzt von unserer Seite den Podcast hören, wenn Madamfo Ghana und Liberating Education Organization, wenn wir zusammen arbeiten, vielleicht magst du mal ausbreiten oder erklären, was ist eure Rolle und was ist unsere Rolle? Ja, genau. Das mache ich sehr gerne. Was uns immer sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall die Kurse zusammen auch mit Locals erstmal zu erarbeiten und dann auch zu überarbeiten und diese auch wirklich auf Augenhöhe gemeinsam anzugehen. Das heißt, nur weil jetzt ein Kurs hier in Kenia funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass der in Ghana 1:1 genauso funktioniert. Wo wir relativ gute Erfahrungen gemacht haben, ist tatsächlich mit unserem Entrepreneurship-Ansatz generell. Die Lean Startup-Methode, die ist weltweit bewährt, die funktioniert gut. Es ist einfach ein Hands-on-Konzept, wo ich alle Schritte durchgehe, von der Ideenfindung bis zu, wie vermarkte ich nachher mein Produkt. Und das hilft universell ziemlich gut. Und dann aber, wie man das rüberbringt, wie man das auch kulturell vermittelt, welche Unterschiede es da gibt und wie man auch natürlich Fachwissen lokal dann aufbereitet, das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe, unsere Hausaufgabe und auch unser Part. Und da werden wir auf jeden Fall auch für Ghana individuell eben das Ganze angehen, gemeinsam mit euch zusammen. Wollen wir dann natürlich viel lernen und auch immer besser werden. Und wir bringen also eine ganze Bildungsplattform mit, die wir selbst entwickelt haben, die auf unseren Servern läuft. Wir bringen Universitäten aus aller Welt mit, aus USA, aus Deutschland, beste Business Schools und Science-Universitäten, die da mitmachen. Und wir bringen natürlich auch das Know-how und ein ausrollbares Konzept mit, sodass wir es quasi schaffen, in einer Woche so ein Center, wenn das Gebäude steht, so ein Center einzurichten, Computer einzurichten mit Starlink und so weiter zu verbinden. Und oftmals haben wir eben auch gute Partner, die Computer spenden. Das ist ein Faktor, den wir manchmal auch bereitstellen. Und wir sind natürlich auch immer aktiv dabei zu schauen, dass wir Sponsoren und Spender überzeugen können, sind aber auch eine relativ junge NGO, können jetzt nicht aus dem eigenen Geldbeutel ganz groß schöpfen und sind da natürlich sehr froh, dass wir das eben gemeinsam angehen und so gucken, dass wir das auch zum Laufen bringen. Und auch die Kosten sind ja relativ überschaubar im Vergleich selbst zu einer Highschool oder gar einer Universität. Da handelt es sich eben um Bruchteile. Und das ist uns auch sehr wichtig mit unserem Konzept, dass wir eben auf Dauer auch gut ausrollbar sind, damit eben viele junge Menschen profitieren können. Ja. Also Sie würden eben das ganze Know-how und die Technik mitbringen und wir als Madamfo Ghana, als lokale Organisation vor Ort, wir stellen dann den Raum und ich sag mal die Infrastruktur bereit. Es gibt bestimmte Anforderungen, zum Beispiel wie die Kabel verlaufen sollten. Vor 2 oder 3 Tagen haben wir euch begleitet in ein anderes Center in Thika, etwas nördlich von Nairobi, so etwa 1 Stunde Fahrt. Und das ist ein ganz tolles Projekt, da geht es nämlich um Menschen mit körperlicher Behinderung. Und da war zum Beispiel ein großer Faktor, dass Kabel gar nicht auf dem Boden hängen sollen, natürlich aus anderen Gründen auch, aber dass sie zum Beispiel mit ihren Rollstühlen da durchkommen. Also ein Wunsch oder ein Requirement, den mir Konstantin auch schon mitgeteilt hat, wenn wir eben einen Einzimmer-Klassenraum bauen, dass wir die Kabel durch die Decke nach unten kommen lassen, also so von oben nach unten und so Bildungsinseln. Das ist so das, wo du sagst, das arbeitet sich da am besten mit, ne?
das kennt ihr aus Deutschland oder wo auch immer ihr uns jetzt zuhört. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für euch. Also so ein Inselkonzept, wo die Computer oder PCs dann so außenrum sind, dass man eben auch in einer Gruppe gemeinsam arbeiten oder sich unterstützen kann und die Elektrik von oben kommt. Das hätte bei uns in Ghana jetzt auch den Vorteil, dass man wirklich gut pflegen kann, weil wir einfach unheimlich viel Staub haben, wenn es regnet, unheimlich viel Dreck und du möchtest natürlich elektronische Gadgets mit Staub, Wasser, Dreck, Schmutz, das verträgt sich natürlich nicht so gut. Magst du mir vielleicht noch zum Abschluss eine Sache so mitteilen oder mir aus auch 2 oder 3, die dir bei einer Partnerschaft bei uns jetzt wichtig wäre? Wir sind jetzt mitgekommen und haben uns eben hier in Kenia vor Ort informiert, wie das wirklich funktioniert. Der Victor ist auch hier mit mir, der ist mit aus Ghana gekommen, um von der technischen Seite zu schauen, wie können wir das bauen. Und ich will das Ganze wirklich im Konzept verstehen und habe auch noch Treffen und Besprechungen mit Studenten, die wirklich dieses Programm machen, also die wirklich das Benefit haben. Aber vielleicht, wenn du dir bei all unseren Gesprächen, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, bei all dem, was wir so uns unterhalten haben, vielleicht hast du so 2, 3 Kernbotschaften, die du vielleicht einfach uns und eben unseren Leuten, die unseren Podcast erstmal hören, vielleicht mitgeben möchtest. Genau, vielen Dank. Also erstmal will ich sagen, ich glaube, wir haben da einen super Fit. Wir haben ja auch eine tolle Zeit, verstehen uns super, tauschen uns über sehr viele Dinge, auch generell, über Projekte, über Entwicklungszusammenarbeit, was da auch in Deutschland läuft, sehr viel aus. Und sehr wichtig ist uns oder mir persönlich immer, dass wir auch mit einem guten, starken, lokalen Partner auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Sonst funktioniert es nicht. Es war jetzt immer für alle Center, die gut funktionieren. Bei uns war das wirklich das Ausschlagkriterium, dass wir eben gut zusammenarbeiten, dass wir auch hören, lokales Know-how, was wird gebraucht, dass wir da auch immer konstruktiv arbeiten. Es können ja auch mal Dinge nicht klappen. Ich sage immer, wir sind das Start-up unter den NGOs. Wir gehen sehr schnell, sehr innovativ, sehr effizient, aber dann eben auch mal mit Try and Error. Und so genau müssen wir das eben in Ghana angehen, wenn wir das gemeinsam machen wollen. Ich denke, da wird man auch mal den ein oder anderen Weg gehen, den man vielleicht dann wieder in eine andere Richtung weitergehen muss. Da denke ich, wünsche ich mir einfach Offenheit von allen Seiten. Da bin ich mir aber bei Bettina sehr sicher, dass wir das super gemeinsam machen. Und natürlich auch generell an euch da draußen, wenn ihr Lust habt, das zu unterstützen, wären wir natürlich sehr, sehr, sehr dankbar. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo wir die Center auch ausrollen. Jetzt an der Special Needs School, an die wir andocken, um da eben weiterzumachen mit tertiärer Bildung für junge Leute, die überhaupt keinen Zugang dafür bekommen. Da kannst du auch nicht noch was verlangen für die Students an Studiengebühr. Und wir sind natürlich sowieso schon nicht mal bei einem Zehntel von Gebühren von einer normalen Uni, die irgendwie anfallen. Und da kommt es aber immer drauf an, bin ich in der Region, habe ich irgendwie Waisenkinder, die das betrifft, die können das überhaupt nicht selbst finanzieren. Bin ich vielleicht in einem Stand-Alone-Center an einem Ort in der Region, wo die Leute das finanzieren können, dann finde ich es auch immer gut, wenn es dann Local Ownership gibt. Uns geht es nicht darum, dass wir irgendwie den Geldsack öffnen müssen und tolle Fotos schießen, absolut, sondern dass wir eben schaffen, dass es lokal angenommen wird. Wenn das lokal finanzierbar ist auf Dauer und wir da einen Übergang finden, sehr gerne. Wenn wir das vielleicht pari-pari machen mit Partnern, auch toll. Und an anderen Orten mag es halt sein, dass man die laufenden Kosten eben extern decken muss, weil die jungen Menschen echt überhaupt keine Chance haben. Und ich denke, da arbeiten wir dran, dass wir das gemeinsam machen. Freuen uns natürlich auch, wenn ihr da Lust habt, das zu unterstützen und haben auf jeden Fall da, denke ich, ein sehr effizientes Konzept. Ja. Wenn ihr uns jetzt zuschaut oder zuhört, dann denke ich, kommt wirklich rüber, dass wir beide, das hat echt Klick gemacht, ne, auf dienstlicher Ebene. Wir haben uns sehr, sehr viel ausgetauscht und unterhalten und sehen ein unheimlich großes Potenzial. Weil wir bei Madame for Ghana, wenn ihr uns schon über die letzten 25 Jahre, wo wir quasi im Geschäft sind, verfolgen, ihr seht, wir machen immer andere Sachen, neue Sachen und das ist jetzt so ein Ding, wo ich denke, dass dieser Austausch, wo wir wirklich über den ganzen afrikanischen Kontinent rübergeflogen sind, um bei euch zu gucken, dass wir einfach schauen müssen, die Welt ändert sich halt. Was wir vor 15 Jahren gemacht haben, funktioniert vielleicht heute nicht mehr und was wir jetzt machen, funktioniert 10 Jahre und dann funktioniert nicht mehr. Man muss wirklich dranbleiben und das ist vielleicht als abschließender Satz von meiner Seite eine Sache, die ich in unserer Partnerschaft sehe. Wir sind vor Ort, arbeiten nur mit Einheimischen und gucken, dass was auch immer realisiert wird, wirklich vor Ort Sinn macht und ankommt. Und da sind wir beide und auch dein ganzes anderes Team und mein Team natürlich auch wirklich,
ganz tief drin, weil uns das wichtig ist, dass wir nicht nur kommen und irgendwas machen und ja, dann haben wir was Schönes gemacht und klopfen uns auf die Schulter. Das kennt ihr von uns nicht und ihr werdet sicherlich jetzt in Zukunft immer mal wieder auch Inhalte, die ich teile, von unseren Partnern sehen und dann hoffen wir wirklich, dass da bei euch wir auch einen Nerv getroffen haben. Ein Nebensatz noch, wirklich, das sind alles junge Leute. Ich könnte seine Mama sein und guckt, wie cool das ist, wenn man halt alle Generationen durchbringt. Zum Beispiel mein Sohn Klaus ist auch mit hier dabei. Der lernt jetzt gerade von den Jungs hier, wie man Sachen vernünftig verkabelt, wie man plant. Also wirklich durch die Bank weg sind wir da auf einem guten Wege. Das Ganze, ja, let's make it happen. Vielleicht gebe ich dir jetzt das Mikro als Gast zum Ende. Bitte schaut auf unserer Website, schaut bei den Links in den Shownotes, da verlinken wir die Organisation und das Projekt, was wir gemeinsam als erstes machen wollen. Ja, und lieber Konstantin, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, weil wie gesagt, ihr seht es nicht, aber hier hinten werden gerade 32 Computer aufgebaut, da ist die Presse da ist der Elektriker da ist derjenige da, der das Starlink aufs Dach haut. Also da passiert ganz viel, deswegen machen wir jetzt mal Schluss und ich gebe dir das letzte Wort. Vielen, vielen lieben Dank. Erstmal dir, Bettina, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr hier mit anpackt, dass auch der Klaus hier wirklich unser fleißigster Helfer ist. Und das macht uns viel Spaß. Wir machen es gerne zusammen. Und du hast vorhin super schön gesagt, hier mit der Technologie, wie sich eben Dinge verändern, wie sich Dinge entwickeln. Wir sind da ganz stark dran, auch mit KI, mit AI wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass auch die Bildung noch besser wird. Vielleicht kann sie ja sogar besser werden als an einer deutschen Uni. Ja. Why not? Nur weil man es seit 50 Jahren so macht, muss es nicht die beste Lösung sein. Und da sind wir sehr offen. Da entwickeln wir gerade spannende Dinge. Schaut gerne bei uns auch vorbei, liberatingeducation.org. Hier Name ist Programm. Wir versuchen wirklich die Bildung in die Region zu bringen, wo eben die jungen Menschen keinen Zugang zu universitärer oder tertiärer Bildung zu haben. Wir wollen da das Beste liefern, was möglich ist. Und vielleicht kann ich enden mit einem Zitat von Kofi Annan. Ich versuche es mal ins Deutsche zu übersetzen. Der sagt, wo du geboren wirst, das soll nicht bestimmen, ob du lebst oder wie du lebst. Und ich denke, das ist unsere Mission, dass wir wirklich schaffen, dass junge Menschen auch in anderen Regionen, Gebieten, seien sie noch so abgelegen, die Chancen haben, da selbstbestimmt die Dinge zu tun, auf die sie Lust haben, ihre Communities zu supporten und voranzubringen. Und ich glaube, dann geht es uns allen gemeinsam am besten. Ja. Das war ein schönes Schlusswort. Wir danken euch. Bis zum nächsten Mal. Wie sagt man Tschüss auf Swahili oder was? Wir sagen einfach ein großes, ganz wichtig, Asante Sana. Asante Sana. Thank you. Bye.